Die App Text Fairy eignet sich für Menschen mit einer Leseschwäche und ich erkläre sie euch am Beispiel des Buches The Little Witch. Ihr sucht die App Text Fairy in eurem Shop und installiert sie. Anschließend wird sie geöffnet. Dann scannt ihr den Text des Buches ein oder der Seite ein, die ihr lesen wollt. Nun korrigiert ihr noch das Sichtfenster mit den blauen Linien. Das ist ganz einfach. Jetzt beginnt die App zu arbeiten. Ihr werdet noch gefragt, um welche Sprache es sich handelt. Das ist ganz einfach, gebt dies an. Nun wird der Text von der App verarbeitet. Das dauert einen Moment und dabei verändert sich das Schriftbild ein kleines bisschen. Wenn die Seite zu 100% bearbeitet ist, könnt ihr sie euch vorlesen lassen. Dazu müsst ihr einfach oben links auf den Lautsprecher klicken. When he had finished and the work took a long time, the little witch said, "You can go home now." "Thank you, my son. I'm sure there's no other forester so kind. How happy the women who come to pick up wood will be. I expect you help everyone like this. Don't you?" The new district forester staggered away. He dragged himself wearily home to his forester's house. In future he gave a wide berth to any woman call collecting wood. The little witch had many a good laugh. Hier kann man auch ganz schön die Nachteile dieser kostenlosen App sehen. Wenn die Zeilen nämlich nicht richtig umgebrochen werden, dann hat auch die Vorlesestimme teilweise eine ganz falsche Betonung. Die Sätze werden auseinandergerissen. Trotzdem ist diese App eine große Hilfe für Kinder mit einer Leseschwäche und auch für Erwachsene mit einer Leseschwäche. Sie ist kostenlos und wer sein Handy dabei hat und die App darauf hat, kann Texte einfach schnell einscannen und sich vorlesen lassen. Ich denke, bei einer kostenlosen Version kann man nicht mehr erwarten. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen und einfach mal ausprobieren.